Hallo, hier ist Michel Meschko. Der René fragt, können wir irgendwann ein Atom echt fotografieren? Sehr gute Frage. Bleibt dran. Jeden Tag bekomme ich von euch sehr viele interessante Fragen. Zuerst dachte ich, sobald ich 1000 oder 5000 oder 10.000 Abonnenten bekomme, drehe ich ein Video, in dem ich alle eure Fragen beantworte. Das Problem ist, es gibt nur sehr wenige Fragen in Physik, die man in so einem Format beantworten kann. Und zwar hinter fast jeder Frage, die sehr einfach und sogar kindisch klingen mag, versteckt sehr reiche und sehr interessante Physik. Und so ist es auch hier. Der René stellt eine sehr einfache Frage. Diese Frage ist überhaupt nicht kindisch, aber sie ist sehr einfach. Können wir ein Atom fotografieren? Ja oder nein? Wie es ziemlich oft der Fall ist, das kann man sagen, dass man ein Atom schon heutzutage fotografieren kann, angenommen aber, dass man es richtig versteht. Diese Frage kommt sehr oft vor, sogar unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Kann man etwas wirklich sehen? Mit bloßen Augen sozusagen. Ein Atom oder ein Molekül, oder kann man ein Foto davon machen? Wenn man etwas wirklich sehen könnte, ein Atom zum Beispiel, muss man keine komplizierten Dateien analysieren. Man braucht sogar keine Theorie. Man kann dieses Atom einfach sehen. Was heißt aber sehen oder fotografieren? Das ist keine philosophische Frage. Das ist eine Frage der Kunst. 1929 hat René Magritte dieses Bild gemalt. Dieses Bild heißt La trahison des images, der Verrat der Bilder. Was dieses Bild zeigt, ist eine Pfeife. Was er daneben geschrieben hat, Ceci n'est pas une pipe, das ist keine Pfeife. Das klingt ein bisschen verrückt, oder? Was er aber meinte ist, das ist keine Pfeife, das ist nur ein Bild davon, eine Abbildung von einer Pfeife und kein echtes Objekt. Das klingt ein bisschen nach moderner Kunst, aber es ist extrem wichtig zu unterscheiden zwischen dem Objekt und einem Bild davon. Und in Naturwissenschaften ist das besonders wichtig. Wenn du dieses Bild siehst, du sagst, okay, das ist eine Pfeife habe ich schon gesehen. Wenn du mich auf der Straße triffst, sagst du, ja, mit meinen bloßen Augen sehe ich ungefähr dieselbe Sache wie in seinen Videos. Im ganz normalen Leben kannst du das also immer miteinander vergleichen. Das, was du auf dem Foto siehst und das, was du mit deinen bloßen Augen sehen kannst. Das Problem ist in Physik und insbesondere in Quantenphysik kann man nicht so viel mit seinen bloßen Augen sehen. Deswegen, wenn es uns gelingt, ein Atom zu fotografieren, können wir das nicht mit unserer eigenen Erfahrung vergleichen. Ein Foto ist alles, was wir haben. Das war der erste wichtige Punkt, zwischen dem Objekt und dem Bild von diesem Objekt zu unterscheiden. Der zweite wichtige Punkt ist, was ist ein Foto? Was das bedeutet, etwas zu fotografieren. Und ich meine nicht unbedingt Atome oder Quantenobjekte zu fotografieren, sondern die ganz normalen Sachen, dich oder mich zu fotografieren. Was das bedeutet. Und jetzt denkst du vielleicht, was für eine Frage. Wir alle wissen, was fotografieren bedeutet, oder? Es gibt ein Objekt, es gibt das Licht, das aufs Objekt fällt und wird von dem Objekt zerstreut und wir bekommen ein Bild auf einem Film oder Bildschirm oder was auch immer. Okay, ich gebe dir ein paar Beispiele und für jedes Beispiel schreib mir in die Kommentare, ob das Fotografieren für dich ist oder nicht. Stell dir vor, es gibt nur natürliches Licht, das Sonnenlicht und ich nehme mein Handy und mache ein Selfie. Ist das ein Foto? Ja. Beispiel 2. Ich verwende ein bisschen künstliches Licht, um mein Gesicht ein bisschen heller zu machen. Ist das auch ein Foto? Ja, natürlich, warum nicht? Man verwendet immer natürliches Licht, künstliche Lichtquellen und das ist auch ein Foto. Und jetzt pass auf, die Beispiele werden ein bisschen komplizierter. Was wäre, wenn ich anstatt dieser Lampe einen Laser verwenden würde? Das Laserlicht ist auch Licht. Dieses Licht ist kohärent, monochromatisch, warum aber nicht? Noch komplizierter. Wenn ich anstatt dieser Lampe eine Röntgenlampe verwenden würde, ist ein Röntgenbild auch ein Foto? Und noch komplizierter. Ist ein Ultraschallbild ein Foto? Genau genommen kommen Fotos vom griechischen Licht. In Sonographie aber gibt es anstatt Licht Ultraschall. Ist das doch ein Foto? Schreib mir in die Kommentare. Und wenn wir anstatt eines Lichtstrahls einen Elektronenstrahl haben, kann man das auch ein Bild nennen? Das letzte Beispiel. Wenn wir kein Bild sehen können, aber sie mit unseren
Fingerspitzen ertasten können und lesen können wie die Brailleschrift, zählt das als ein Foto auch oder ist das kein Foto? Und wenn nicht, warum nicht? Und vielleicht in allen diesen Sinnen kann man ein Atom, ein einziges Atom fotografieren. Es gibt in Physik Methoden dafür. Manche Methoden ähneln der echten Fotografie, sozusagen, da sie mit Licht arbeiten. Und manche verwenden Elektronen anstatt Licht oder sogar ertasten die Atome auf der Oberfläche eines Materials wie die Brailleschrift. Zu jeder Methode kann ich mindestens ein ganzes Video drehen und vielleicht mache ich das auch. Hier beschreibe ich alles sehr grob und annähernd. Zuerst die Methode, mit Hilfe deren man Atome wirklich sehen kann. Seit ein paar Jahrzehnten ist es möglich geworden, Atome und auch Moleküle fast bis zum absoluten Nullpunkt der Temperatur abzukühlen. Bis zu Temperaturen von Millikelvin, Mikrokelvin und sogar Nanokelvin. Das heißt ein Millionstel oder ein Milliardstel Grad über den absoluten Nullpunkt. Wie man das macht, ist eine andere Geschichte. Das ist sehr spannend. Dafür werden schon 3 oder 4 Nobelpreise verliehen. Darüber erzähle ich dir aber in einem anderen Video. Was wichtig ist, ist Folgendes. Wenn Atome so kalt sind, wenn sie ultra kalt sind, kann man sie in eine Atomfalle fangen und mit Lasers bestrahlen. Atome haben bestimmte Quantenzustände und sie können Licht nur mit bestimmten Frequenzen absorbieren und ausstrahlen. Und das ist das, was hier passiert. Wir bestrahlen die Atome mit dem Laserlicht, die Atome strahlen das Licht aus und wir können die Position dieses Atoms feststellen, indem wir messen, woher dieses Licht kommt. Das wurde schon in mehreren Experimenten mit gefangenen Ionen gemacht. Die Bilder sehen so aus, zum Beispiel, das sind alle einzelne Atome. Und es gibt sogar ein Gerät, das Quantengasmikroskop heißt, also ein Mikroskop für Quantengase. Das erlaubt auch neutrale Atome zu beobachten. Alle diese Pünktchen auf diesem Bild sind individuelle Atome. Wenn man Fotografie im weiteren Sinne versteht und wenn man annimmt, dass man ein Foto zum Beispiel mit Hilfe von Elektronen machen kann, anstatt des Lichts, gibt es viel mehr Methoden dafür. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Rastertunnelmikroskop. Das heißt auf Englisch STM, Scanning Tunnel Microscopy. Mit Hilfe dieser Methode kann man individuelle Atome auf der Oberfläche eines Materials detektieren. Wie diese Methode funktioniert, es gibt eine kleine, feine Spitze, eine Nadel kann man sagen, die Strom leiten kann. Und die Oberfläche muss auch Strom leiten können. Und was man misst, ist Strom von Elektronen, die von der Oberfläche auf diese Nadel springen oder tunnelieren. Und aus dieser Strommessung kann man die Positionen von individuellen Atomen herleiten. Am Ende des Tages bekommt man solche Bilder, wo man auch die individuellen Atomen sehen kann. Es gibt auch die ganz normale Elektronenmikroskopie, in der man anstatt Lichts einen Elektronenstrahl verwendet und auch ein Bild bekommt. Die Elektronenmikroskopie wird überall verwendet, nicht nur in Physik, sondern auch in Chemie und in Biologie. Es gibt sehr viele Varianten davon. Es gibt zum Beispiel die Cryo-Elektronenmikroskopie. Für diese Methode wurde 2017 ein Chemie-Nobelpreis verliehen, da sie extrem wichtig in Biochemie und Biologie ist. Vor einem Monat, am 2. November, gab es diesen Artikel, in dem es demonstriert wurde, dass auch mit dieser Methode man individuelle Atome in einem Protein sehen kann. Und endlich, wenn man Sehen und Fotografieren noch allgemeiner versteht und für einen die Brailleschrift zu lesen auch Sehen ist, dafür gibt es in experimenteller Physik noch ein Gerät, das das Rasterkraftmikroskop heißt oder AFM auf Englisch, Atomic Force Microscope. Was dieses Gerät misst, ist kein Licht, keinen Strom, sondern die Kraft. Die Anziehungskraft zwischen der Spitze und der Oberfläche eines Materials. Diese feine Spitze, die auch der Cantilever heißt, misst die Rauheit dieser Oberfläche, indem sie sich ein bisschen bewegt. Und diese winzige Bewegung wird mit Hilfe eines Lasers gemessen. Das funktioniert wirklich so, als ob man die Brailleschrift auf dem atomaren Niveau lesen könnte. Und dann bekommt man solche Bilder, in denen man individuelle Atome auch sehen kann. Okay, ich hoffe, ich habe die Frage Teranias zumindest teilweise beantwortet. Weitere Fragen stellen mir in die Kommentare bitte. Bis zum nächsten Mal.